Was genau ist eigentlich Macht? Die Frage ist so alt wie die Menschheit. Aber was, wenn alles, was wir darüber zu wissen glauben, im Grunde falsch ist? Lassen Sie uns gemeinsam in die Gedankenwelt von Michel Foucault eintauchen. Unser Reiseführer ist dabei sein Freund, der Philosoph Gilles Deleuze. Und wir werden sehen, Macht unterdrückt uns nicht nur, sie erschafft uns erst. Also, wenn wir an Macht denken, was kommt uns da in den Sinn? Meistens doch sowas wie ein König, ein Staat, ein Gesetz, das uns sagt, stopp, das darfst du nicht. Eine Kraft, die von oben kommt und uns unterdrückt. Aber genau das fordert Foucault uns heraus, radikal neu zu denken. Was, wenn Macht nicht nur verbietet, sondern aktiv Dinge, regelrecht produziert? Das hier war Foucaults erste große Revolution, so wie Deleuze sie beschreibt. Das war keine kleine Anpassung an alte Theorien. Nein, er hat eine komplett neue Art vorgeschlagen, Macht zu verstehen und damit das politische Denken seiner Zeit praktisch auf den Kopf gestellt. Und Deleuze selbst bringt es hier auf den Punkt. Er spricht von einer tiefgreifenden politischen Neuheit. Warum? Weil es eben nicht mehr nur um den Staat ging, um seine Gesetze und seine Polizei. Foucault hatte etwas viel Subtileres, etwas viel Umfassenderes im Blick, das unser ganzes Leben durchzieht. Der Kontrast könnte wirklich nicht krasser sein. Auf der einen Seite das alte Modell. Macht ist repressiv, sie kommt von oben und sagt Nein. Und auf der anderen Seite Foucaults radikale Idee, Macht ist produktiv. Sie sagt nicht einfach nur, tu das nicht, sondern sie formt, wer wir sind, was wir tun und wie wir uns selbst sehen. Macht schafft buchstäblich unsere Realität. Okay, aber wie genau soll das funktionieren, diese produktive Macht? Die Antwort, die liefert uns Foucault in seinem bahnbrechenden Werk Überwachen und Strafen. Und hier enthüllt er zwei Schlüsselmechanismen: Disziplinierung und Normalisierung. Normalisierung ist ein genialer Gedanke. Es geht nicht darum, etwas direkt zu verbieten. Vielmehr wird eine Norm erschaffen. Denken Sie an den normalen Schüler, den guten Bürger, den gesunden Körper. Und dann werden unzählige kleine Mechanismen etabliert, die uns alle sanft, aber bestimmt auf diese Norm ausrichten. Und ganz wichtig, diese Macht kommt nicht einfach von oben. Vergessen Sie die Pyramide mit dem König an der Spitze. Foucault sagt, wir müssen uns Macht wie ein Netz vorstellen. Ein Netz aus winzigen Machtbeziehungen, das die ganze Gesellschaft durchzieht. Macht wird nicht besessen, sie wird ausgeübt. In der Schule, im Krankenhaus, in der Familie, ja sogar in unseren alltäglichen Freundschaften. Sie ist ständig in Bewegung. Das berühmteste Bild für diese moderne Form der Macht ist bei Foucault der Panoptismus. Die Idee ist einfach, aber wirkungsvoll. Allein die ständige Möglichkeit, beobachtet zu werden, sorgt dafür, dass wir anfangen, uns selbst zu disziplinieren und zu kontrollieren. Wir werden sozusagen zu unseren eigenen Aufsehern. Und das alles ganz ohne direkte Gewalt oder ein lautes Nein. Aber das war noch nicht alles. Foucault ging noch einen entscheidenden Schritt weiter. Nach Überwachen und Strafen passierte etwas in seinem Denken, das Deleuze als einen gewaltigen Fortschritt bezeichnete. Die Erkenntnis war, Macht normalisiert nicht nur, sie konstituiert die Wahrheit selbst, sie erschafft sie. Dieser intellektuelle Sprung ist wirklich atemberaubend. Schauen wir uns das mal an. 1975 in Überwachen und Strafen analysiert er, wie Macht bereits bestehende negative Kategorien wie den Kriminellen managt und normalisiert. Und dann, nur ein Jahr später, in Der Wille zum Wissen, argumentiert er, dass Macht etwas viel Radikaleres tut. Sie erschafft eine ganze positive Kategorie, die Sexualität überhaupt erst. Und das zentrale Werk für diesen Sprung war eben Sexualität und Wahrheit. Foucaults Frage war hier nicht mehr, wie unterdrückt die Macht die Sexualität? Nein, seine Frage war viel grundlegender. Wie hat eine ganze Armee von Diskursen in der Medizin, der Psychiatrie, der Pädagogik überhaupt erst die Wahrheit über Sex produziert? Um das mal auf den Punkt zu bringen. Es ist der Unterschied zwischen der Verwaltung von etwas, das als Abweichung gilt, wie zum Beispiel Wahnsinn, und der Erschaffung des kompletten Rahmens, in dem wir überhaupt erst anfangen, über uns als sexuelle Wesen nachzudenken. Macht definiert, was Sexualität überhaupt ist. Okay, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt. Schauen wir uns also mal an, wie das in der Praxis aussieht. Und dafür sind Foucaults Vorlesungen über die Anomalen eine absolut faszinierende, wenn auch oft beunruhigende Fallstudie. Foucault hat hier gezeigt, dass die moderne Gesellschaft nicht nur eine allgemeine Norm schafft, sie braucht auch ihr Gegenteil. Sie erschafft aktiv die Figur des Anormalen, um durch die Abgrenzung von ihr das Normale überhaupt erst definieren und stabilisieren zu können.
Und er hat dabei 3 zentrale Archetypen identifiziert. Zuerst das Monster, das die Grenzen von Natur und Gesetz verletzt. Dann das zu korrigierende Individuum, das zum Objekt der Disziplin wird. Und schließlich, und das war damals ganz zentral, der Onanist, das masturbierende Kind, dessen Sexualität plötzlich zum Hauptsorgenkind von Familie und Medizin wurde. Und dieser Gedanke führt uns zu einem der wohl berühmtesten Beispiele von Foucault. Die Macht hat nicht einfach nur einen Akt, die Sodomie verboten. Das wäre das alte Machtmodell. Nein, sie hat etwas viel tiefergehendes getan. Sie hat eine ganze Spezies erschaffen, den Homosexuellen. Eine Persönlichkeit mit einer eigenen Psychologie, einer eigenen Geschichte, einer ganzen Identität, die man jetzt untersuchen, kennen und verwalten konnte. Aber was hat das alles jetzt mit uns heute zu tun? Warum sollten wir uns mit diesen doch recht komplexen Ideen beschäftigen? Tja, die Antwort liegt in Foucaults bleibendem Erbe. Es ist heute vielleicht relevanter als je zuvor. Der vielleicht wichtigste Teil seines Vermächtnisses ist, dass er uns ein kritisches Werkzeugset hinterlassen hat. Er lehrt uns zu fragen, Moment mal, woher kommt diese Wahrheit über mich eigentlich? Wer hat ein Interesse daran? Wie wurde sie durch Machtbeziehungen geformt? Sein Denken prägt bis heute Debatten über Biopolitik, also wie unsere Körper verwaltet werden, über die Gefahren von zu starren Identitätskategorien und darüber, wie Wissen in den Medien oder der Wissenschaft entsteht. Aber er inspiriert uns auch, über neue Wege des Zusammenlebens nachzudenken. Zum Beispiel seine Idee, Freundschaften nicht nur privat, sondern als eine Art freie politische Lebensform zu begreifen. Und damit lasse ich Sie mit dieser letzten Frage zurück. Wenn Macht tatsächlich die Wahrheit über uns erschafft, welche modernen Wahrheiten über unseren Körper, unsere Psyche, unsere Identität halten wir heute für absolut selbstverständlich, obwohl wir sie vielleicht mal kritisch hinterfragen sollten?